Wasserbelebung mit Pyramiden versus andere Belebungsarten. Im Laufe der letzten 3 Jahrzehnte habe ich das Thema Wasserbelebung in allen Richtungen erforscht. Grander, Blocher, Wasserorgano, ein Strömungsapparat einer Tirolerin und in Glas gelaserte Symbole habe ich allesamt ausprobiert und bin schließlich auf Pyramiden als aus meiner Sicht flächenmäßig und von der Gesamtwirkung her preisgünstigste Methode gekommen, wenn man dafür lange Kupferrohre verwendet. Die Wasserbelebungsmethode mit Quarzsteinen habe ich bereits in einem anderen Video beschrieben. Mit Hilfe großer Kupferrohrpyramiden kann man enorme Mengen an Wasser in Glasflaschen sehr preisgünstig energetisieren. Diese Art der Wasserbelebung hat kein Ablaufdatum wie belebtes, stehendes Wasser nach 1 bis 2 Jahren, da die Pyramidenform permanent kosmische Energie anzieht und umwandelt. Das zu belebende Wasser soll man bei Kupferstangen oder Kupferrohrpyramiden unter, bei Quarzpyramiden neben die Pyramide stellen. Bei Holzflächenpyramiden bis ca. 40 cm Höhe kann man frei wählen, ob das Wasser direkt neben oder darunter gestellt werden soll, wobei man die Holzpyramide nach jedem Anheben wieder nach Norden ausrichten sollte, um sie mit dem Erdmagnetfeld zu verbinden. Folgende Punkte sind zu beachten. Erstens: besser Glasflaschen statt Plastikbehälter verwenden, dann gibt es keinen Plastikgeschmack und auch keine Weichmacher im Wasser. Zweitens: die Kohlensäure von vielen Mineralwässern muss im Magen-Darm-Trakt abgebaut werden. Sie sind deshalb nicht so gesund wie reines Wasser ohne. Drittens: wer statt Wasser klaren Alkohol unter großen Pyramiden energetisieren will, wird ebenfalls eine deutliche Geschmacksverbesserung erreichen. Diese Verwendungsart sollte jedoch die Ausnahme sein und nicht die Regel, zum Beispiel für magistrale Zubereitungen. Viertens: in den deutschsprachigen Ländern kann man derzeit noch bedenkenlos Leitungswasser trinken, was sie von vielen anderen Ländern unterscheidet. Man kann deshalb auch kaltes Leitungswasser in Flaschen füllen und für die Wasserbelebung verwenden. Die Flaschen mindestens 3 Tage stehen lassen. Länger macht nichts, ist aber nicht nötig, da nach 3 Tagen ca. 90 bis 95% der maximalen Aufladung erreicht wird. Das Wasser sollte man danach nicht auf geopathischen Störfeldern wie Wasseradern, Chöregitter oder Leylines und auch nicht in der Nähe von starken elektromagnetischen Feldern wie Smartphone, DCT oder WLAN und Mikrowellenherd lagern. Weitere Informationen: die höchste und reinste Aufladung erfolgt mit Bergkristallpyramiden. Aventurin- und Rosenquarzpyramiden sind auch möglich. Große Amethyst- und Zitrinpyramiden sind zu teuer bzw. als große Quarze zu selten vorhanden, als dass man bezahlbare größere Pyramiden aus ihnen fertigen könnte. Keine Shungit-Pyramiden verwenden. Von deren kohleähnlicher schwarzer Farbe fühlen sich meist Magier angezogen. Die Wirkung von direkt durch Steinen energetisiertem Wasser ebbt üblicherweise nach 2 Monaten ab. Die allgemeine Pyramidenwirkung erst 1 bis 2 Jahre, nachdem man das Wasser von der Pyramide entfernt hat. Bergkristalle sind Energiespeicher, die 10 bis 20 Mal so lange die in Pyramiden Energie halten können wie Wasser. Wer Quarz-Trommelsteine zur Wasserbelebung verwendet, kann von diesem Effekt profitieren. Wasserverwirbelung reduziert die Klumpenbildung der vorhandenen Mineralien im Wasser nach Erhitzung. Optimal sind Wasserwirbel nach Viktor Schauberger. Mindestens 40 Sekunden einen Wirbel erzeugen. Es gibt dafür eigene Kurbelwirbler am Markt. Andere Belebungsarten: Quarzsteine ins Wasser legen. Energetisiertes Wasser via Grander, Blocher und dergleichen neben Wasserleitungen stellen bzw. montieren oder montieren lassen. Keine Symbole zur Wasserbelebung verwenden. Das ist meist schwarze Magie mit entsprechend großen Nebenwirkungen.
Einen Nachweis der Wirksamkeit von Wasserbelebungsmethoden kann man mit dem Pendel erzielen, was preislich sehr günstig ist, jedoch viel Erfahrung und Gedankendisziplin voraussetzt. Mehr als 1 Milliarde Bovis können mit kleineren Bergkristall- oder großen Kupferrohrpyramiden erreicht werden. Zumindest theoretisch kann man auch mit Wasserkristallfotografie nach Masaru Emoto die hochenergetische Kristallisation von belebtem Wasser nachweisen. Es ist jedoch sehr zeitaufwendig, den richtigen Zeitpunkt zwischen Einfrieren und wieder Auftauen der Wassertropfen zu finden. Neben dem hohen Aufwand für den Fotografen ist es für Auftraggeber mit beschränkten Geldmitteln auch teuer, da nicht jede Fotoserie die gewünschten Bilder bringt. Man sollte den optimalen Winkel für Pyramiden abhängig vom Breitengrad beachten. Bei der Cheops-Pyramide in Gizeh sind das 51,8 Grad, Wien und München 50 Grad, Hamburg und London 49,7 Grad. Keine zu spitzen, wie zum Beispiel nubische oder zu stumpfen Pyramiden verwenden, sonst reduziert sich der Wirkungsgrad der Pyramiden erheblich bis zur Wirkungslosigkeit. Nach fast einem Jahr Erfahrung mit quadratischen Kupferrohrpyramiden kann ich sie uneingeschränkt empfehlen. Und zwar sowohl für flache Gärten, die von Vandalismus und Stürmen geschützt sind, als auch für entsprechend große Innenräume. 1,5 bis 2,9 Meter hohe Kupferrohrpyramiden haben das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Siehe Video Pyramiden Spuren von Atlantis. Damit kann man alle 3 Tage 100 Liter Wasser und mehr aufladen, sofern die Statik das erlaubt. 2,4 Meter hohe Pyramiden haben beispielsweise einen Wirkungsradius von 3,5 Kilometer bzw. 22 Quadratkilometer und einen primären Einflussbereich von 29 Metern. Kleine Quarz-Trommelsteine werden innerhalb dieses Radius, laut Saint-Germain, auf jeden Fall aufgeladen. Kupferrohrpyramiden im Freien halten Wind, mindestens 60 km/h, und Wetter wie Regen und Schneefall ohne Probleme aus. Bäume in der Umgebung sollte man jedoch vor dem Aufstellen dieses Gestells schon entsprechend zuschneiden, sodass sie später beim Schnitt nicht auf sie fallen können. Das Aufstellen der Pyramide auf einer Anhöhe bringt Vorteile bei der Reichweite, hat aber auch Nachteile bei stürmischem Wind und der Blitzsicherheit. Um die Beschaffungskosten für Pyramiden zu decken, kann unter oder direkt neben ihnen alle 3 Tage Pyramidenwasser hergestellt und dann verkauft werden. Zumindest solange nicht viele Menschen größere Pyramiden besitzen und für diese Zwecke einsetzen. Im Sinne von Dr. Edward Bach wäre es jedoch günstiger, die feinstofflichen Energien, die im Wasser gespeichert werden, für die eigene Großfamilie und Freunde zu verwenden und andere durch das eigene Beispiel anzuregen, sich selbst mit Pyramiden zu versorgen. Die Pyramiden von Gizeh in Ägypten wurden von Baumeistern aus Atlantis gefertigt. Sie sind deren Vermächtnis. Pyramiden sind für den geistigen Fortschritt der Menschheit von entscheidender Bedeutung. Das Klügste, was die derzeit auf der Erde lebenden Menschen machen können, ist, diese Bauwerke für den jeweiligen Breitengrad zu adaptieren und in großen Mengen aufzustellen. Am besten jeweils mindestens eines in jeder Ortschaft. Esoteriker und Wissenschaftler sollten für dieses Ziel zusammenarbeiten und nicht gegeneinander oder nebeneinander, auf das nicht wieder Reiche wie Atlantis und Lemurien untergehen. Aus deren Fehlern sollten wir lernen.